Hey Leute, willkommen bei Likey Recipes. Heute kochen wir eins meiner absoluten Lieblingscurrys von meiner Schwiegermutter, nämlich ein würziges Auberginencurry mit Mini-Auberginen. Das Coole an diesem Rezept ist, ihr könnt es im Backofen zubereiten. Das heißt, ihr müsst nur ein paar Sachen schnitzeln, die Soße vorbereiten und dann könnt ihr dem Ganzen beim Braten im Backofen zuschauen. Aber bevor wir dazu kommen, müssen wir als erstes unser Gemüse waschen. Wir setzen eine Natronlauge dafür an und lassen das Gemüse darin 10 Minuten liegen. Das Natron hilft dabei, Pestizidrückstände besser zu entfernen. Stellt sicher, dass euer Gemüse von allen Seiten gut benetzt ist. Während euer Gemüse in der Natronlauge schwimmt, könnt ihr schon mal in der Zwischenzeit eine rote Zwiebel fein schneiden. Die brauchen wir später für die Soße. Nach etwa 10 Minuten könnt ihr euer Gemüse abgießen und nochmal mit klarem Wasser abbrausen. Die Auberginen werden wir jetzt in die Hälfte teilen, ein bisschen einstechen und dann kommen sie auch schon direkt in unsere Auflaufform. Wir nehmen für unser Gericht Mini-Auberginen. Die sehen nicht nur gut aus, sondern sind auch sehr intensiv im Geschmack und passen hervorragend zu unserem milden Curry. Man vermutet, dass die Aubergine ursprünglich aus Indien stammt und auch heute noch sind die Mini-Auberginen dort sehr beliebt. Wir bekommen sie entweder beim Inder oder beim türkischen Laden um die Ecke. Ihr könnt aber auch alternativ eine normale Aubergine nehmen und in dicke Scheiben schneiden. Achtet darauf, dass ihr eure Auberginen schön gleichmäßig in der Auflaufform verteilt und sie anschließend dreimal tief mit einer Gabel einstecht. Dadurch kann die Soße wirklich in die Auberginen eindringen und verleiht ihnen einen wunderbaren Geschmack. Anschließend bestreuen wir die Auberginen noch mit etwas Salz und reiben sie mit Ghee ein. Euren Backofen könnt ihr in der Zwischenzeit schon mal auf 180 Grad Umluft vorheizen. Die besondere Zutat bei diesem Gericht sind frische Curryblätter. Die bekommt ihr gut beim Asiaten oder auch beim Inder. Das Wichtige ist, dass ihr wirklich frische nehmt und nicht die getrockneten, denn die getrockneten haben sehr viel von ihrem Aroma eingebüßt. Aber wenn ihr eine größere Menge von den frischen holt, könnt ihr sie auch gut tieffrieren. Übrigens, dieses Rezept gibt es auch bei uns im Kochbuch Kochen wie in Indien, und für alle von euch, die das Kochbuch schon haben oder es gerne zu Weihnachten verschenken wollen, haben wir uns noch eine kleine Sache überlegt, und zwar haben wir hier eine kleine Gewürzkunde produziert. Da findet ihr Zutaten, die man vielleicht noch nicht so kennt, und wir haben auch noch eine Widmung, die wir euch zuschicken können. Schreibt uns einfach eine persönliche Nachricht über Facebook, dann schicken wir euch ein PDF, das ihr selbst ausdrucken könnt. Die Aktion läuft noch bis zum 24.12. Jetzt können wir die Soße vorbereiten. Dafür brauchen wir erstmal 4 Esslöffel Ghee, in denen wir unseren Kreuzkümmel anbraten. Dann kommen die Curryblätter und unsere Zwiebeln hinzu und werden gebraten, bis die Zwiebeln glasig sind. Als Hauptgewürze nehmen wir Kashmiri Chili Pulver und Kurkuma. Abgeschmeckt wird das Ganze mit Salz und dann braten wir es schön durch, bevor wir unsere Ingwerpaste hinzufügen. Bratet euren Ingwer so lange, bis er nicht mehr roh riecht, und dann löscht das Ganze mit Tomate ab. Normalerweise kochen wir das Rezept mit passierten Tomaten, aber wir hatten noch ein paar frische im Haus, die mussten verbraucht werden. Mit den frischen Tomaten braten wir natürlich noch etwas an, bis sie weich werden. Wenn ihr passierte Tomaten nutzt, dann könnt ihr auch direkt die Kokosmilch mit angießen.
Da wir frische Tomaten reingemacht haben, ist die Farbe natürlich ein bisschen heller, als wenn wir mit passierten oder gehackten Tomaten gearbeitet haben, aber das macht nichts, es schmeckt trotzdem super. Lasst eure Soße etwa 4 Minuten einköcheln. Wie gesagt, das ist ein bengalisches Rezept meiner Schwiegermutter und wir Bengalen, wir machen gerne etwas Zucker in unsere Currys. Das machen wir hier auch. Schmeckt sehr, sehr lecker. Oh Mann, uns ist gerade aufgefallen, wir haben gar keine Alufolie geholt. Passiert halt manchmal, wenn man an einem Wochenende durchdreht, im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen kein Problem, wir sind ja gut ausgestattet. Wir haben hier eine backofenfeste Pfanne. Wir füllen es einfach um, da kommt die Soße drauf und dann wird das zu Ende gebacken. Verteilt eure Soße schön gleichmäßig über eure Auberginen und stellt sicher, dass sie wirklich gut damit bedeckt sind. Unser Auberginen-Curry lassen wir jetzt 50 Minuten lang bei 180 Grad Umluft backen. Die Auberginen sind wirklich butterzart geworden und haben den kompletten Geschmack der Soße angenommen. Und die Soße ist so schön mild, dass sie wirklich jedem schmeckt, egal ob jung oder alt. Wenn ihr Auberginen-Fans seid, dann solltet ihr dieses Curry auf jeden Fall mal ausprobieren. Seht ihr, Currys kann man auch super im Backofen zubereiten. Das ist echt praktisch, wenn man Gäste hat oder mal eine größere Portion zubereiten will. Und nicht vergessen, unsere Aktion mit der kleinen Gewürzkunde und eurer persönlichen Widmung läuft noch bis zum 24.12. Schreibt uns einfach eine Nachricht über Facebook, dann kriegt ihr das Ganze zum Ausdrucken zugeschickt. Ansonsten freuen wir uns auf die nächsten Videos. Bis dahin, tschüss!